Im heutigen Video werde ich euch mal zeigen, wie ihr selber einen Kranz aus Allium machen könnt. Einige kennen den auch unter dem Begriff Riesenzierlauch. Ja, und der hier, der stammt jetzt aus dem Garten einer Freundin. Aber ich werde noch weitere Materialien hinzufügen. Und zwar habe ich hier Frauenmantel am Start. Und das hier ist, ich sage jetzt einfach mal, ein etwas kleinerer Zierlauch. Die beiden Materialien stammen aus meinem eigenen Garten. Und nicht zu vergessen, das hatte ich vorhin noch gekauft, etwas Schleierkraut. Und ich habe mir jetzt überlegt oder gedacht, ich werde als Basis für meinen Kranz diesen 30 cm großen Metallring verwenden. Wer möchte, kann vor dem Einarbeiten seines Alliums auch zuvor die Samen absammeln. Das geht halt dann, wenn sich dann halt hier letzten Endes diese kleinen Samenkapseln geöffnet haben. Ist jetzt bei mir allerdings nicht der Fall, beziehungsweise nur an einigen Stellen haben sich jetzt die Samenkapseln geöffnet. Meiner wird jetzt direkt eingearbeitet werden. Ansonsten erstmal beiseite legen. Im Laufe der Zeit trocknet der halt ein, der Allium. Und dann öffnen sich auch wiederum hier diese Samenkapseln. Aber ich persönlich setze den halt immer am liebsten als Knollenpflanze in meinen Garten. So, und jetzt habe ich hier einen Schmuckdraht am Start, so rum. Und den befestige ich jetzt hier mal zunächst an irgendeiner Stelle meines Metallrings. Beziehungsweise ist jetzt auch nicht so ganz richtig. Meiner, der wird jetzt bewusst hier an diesem Aufhänger befestigt werden. Ist immer halt am schwierigsten, ich sag mal zum Schluss hier diesen Aufhänger nachher mit zu vertuschen. Und ich fange dann halt am liebsten immer an der Stelle an, wo halt der Aufhänger ist. Wenn bei euch jetzt kein Aufhänger dran sein sollte, ist es jetzt wirklich egal, wo ihr den Bindedraht befestigt. So, Allium habe ich schon draufgelegt. Und der wird jetzt mit dem Bindedraht bzw. Schmuckdraht festgewickelt werden. Bei dem Schmuckdraht müsst ihr nur aufpassen, dass ihr den nicht zu stramm zieht. Der reißt gut und gerne auch mal ein. So, ich habe das jetzt hier zweimal befestigt mit meinem Schmuckdraht. Ich will die ganze Zeit Bindedraht sagen. Ja, und dann habe ich mir überlegt, dass das Schleierkraut und auch der Frauenmantel hier so eingebettet werden wird. Keine Sorge, die Stiele hier, die schneide ich nachher noch ab. Das bleibt natürlich nicht so. So, wo ist meine Schere? Da hinten. Komm mal her. Schneiden wir den jetzt hier mal etwas zurecht, den Frauenmantel. Die langen Stiele erstmal wirklich jetzt dran lassen, dann hat man es nachher etwas einfacher. Hier so ein bisschen, ich sag mal, reinjustieren. Dann kommt der Zierlauch hinzu, beziehungsweise der kleinere Zierlauch. Müssen wir natürlich auch noch einkürzen. Leg mir das hier drauf. Auch wieder so eingebettet, wie das Grün zuvor. Ja, das hier können wir wegnehmen, das würde sonst nachher verschwinden. Mal eben ein bisschen höher legen. Ja, der Anfang, der ist immer mal ein bisschen friemelig, bis man halt so letzten Endes auch seinen Flow gefunden hat. Und wickel das jetzt auch zweimal fest. Ja, wie gesagt, nur nicht zu stramm ziehen, sonst macht's. Wenn das bei euch, wie bei mir jetzt auch, ein bisschen verrutscht sein sollte, einfach mal so etwas hochziehen. Schere. Das nehmen wir jetzt hier schon mal weg. Die Stiele, die würde ich jetzt wirklich allen Ernstes mal aufheben. Damit kann man auch noch eine schöne Deko machen. Ich bin schon am Überlegen, was ich damit machen werde. Aber ich habe ja noch genug Zeit zum Überlegen, weil die sind ja eh schon eingetrocknet. Da kann jetzt letzten Endes nichts passieren. Nehmen wir uns mal wieder einen hinzu. Da ist der Bindedraht. Und lege den wieder drauf. Ich gucke aber auch, dass der so etwas eingebettet ist. Wird dann zweimal wieder festgewickelt werden. Nehme ich mal wieder Frauenmantel hinzu. Guck mal, ja, den kleinen Süßen hier, den können wir abnehmen. Schleierkraut brauchen wir auch noch. Man kann das natürlich auch alles schon mal, wie heißt es, direkt zurechtschneiden. Aber ich persönlich mache das immer am liebsten im Laufe des Prozesses. Fragt mich nicht warum, ist einfach halt so. Wieder Zierlauch hinzu. Nur einfach hier so reindrücken. Wie es halt für, ich sag mal, schön empfindet. Und dann auch wieder zweimal festwickeln. Den kleinen hier nehmen wir auch weg, den sehen wir nachher nicht mehr. Ja, und dann werde ich das jetzt aber auch mal für euch ein bisschen beschleunigen. Den Abschluss des Kranzes, den zeige ich aber jetzt gleich auch nochmal separat. Ist dann auch immer etwas wurstelig manchmal. Und dann könnt ihr hier auch ruhig immer noch so justieren, ne? Nochmal hier so einarbeiten. Das ist jetzt alles überhaupt kein Problem. Vor allen Dingen dieser Zierlauch, der ist richtig stabil. Den ich im Garten habe, der ist fledderiger. Ich hole den mal eben schnell, wartet mal.
Das ist jetzt ein Zierlauch, der stammt aus meinem Garten. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier sind am Ende nicht so wie bei dem hier diese großen Samenkapseln vorhanden. Und der hier, der blüht im Übrigen auch früher als der hier wiederum. Aber dann werde ich jetzt auch mal den Zeitraffer für euch reinhauen. So viel kann ich jetzt zu dem Thema im Moment nicht mehr erzählen. Ich zeige euch jetzt mal den Abschluss des Kranzes, beziehungsweise wie ich das jetzt machen werde. Habe hier meinen Zierlauch am Start. Schleierkraut kommt schon mal hinzu. Wird jetzt hier auch schon mal direkt, ich sag mal so, eingebettet werden. Dann nehmen wir den Frauenmantel hinzu. Auch schon mal hier in die Pflanze so etwas hineinstecken. Zierlauch, also der kleinere. Wobei so klein ist er nicht. Die Stiele, die kürze ich mir jetzt schon mal ein. Ja, sind jetzt noch so lang. Nehme den Anfang hier etwas hoch. So, das ist jetzt wirklich ein bisschen friemelig. Im Zweifel einfach mal zu zweit machen. Na, komm mal her, Anfang. Habe das jetzt hier etwas auseinander und wickel das jetzt hier komplett mit meinem Bindedraht mal fest. Was man auch im Laufe des Prozesses auch immer machen kann. Das ist bei mir auch passiert. Das verrutscht manchmal so etwas hin und her, dass man dann halt hier, ich sag mal, den unteren Teil vom Metallring sehen könnte. Einfach hier wieder so zurechtschieben, ne? Ist überhaupt kein Problem. Ich ziehe den Bindedraht jetzt auch relativ stramm. Im Laufe der Zeit bekommt ihr auch so ein Gefühl dafür, wie stramm ihr den überhaupt ziehen könnt, den Bindedraht. Ich gehe jetzt hier mal sicherheitshalber so 3 bis 4 Mal drumherum. Jetzt haben wir ja hier allerdings noch eine kleine Lücke, ist aber auch nicht schlimm. Zack. Einfach wieder so zusammenfügen, ne? Dann sieht man das nachher nicht. Wenn ihr jetzt, so wie ich auch, ein paar Reste übrig behalten haben solltet, die werde ich jetzt nicht beiseite legen, schneide ich mir gleich zurecht. Oder ich zeige es euch mal eben. Jetzt haben wir hier Schleierkrautreste. Stecke ich da so hinein. Das wird jetzt nachher nicht irgendwie noch befestigt werden. Aber ich muss mir jetzt gleich noch was hinzuholen und jetzt müssen wir ihn auch mal vorsichtig umdrehen. Aber der Zierlauch, der kann auch gut was ab. Wo ist meine alte Drahtschere? Na, komm mal her. Schneide den Bindedraht jetzt mal ab. Aber man merkt echt, die ist alt. Die schneidet nicht mehr wirklich. Und verfriere den, befestige den Bindedraht an bereits dran gewickelten Bindedraht. Mache da jetzt auch einfach mal so einen Knoten hinein. Das soll ja auch nachher gut dran halten. Ich war jetzt vorhin am Überlegen, beziehungsweise als ich mit dem Video angefangen hatte, war ich am Überlegen, mache ich das Ganze als Türkranz, das bleibt ja hier wirklich jedem selbst überlegen, oder als Tischdeko. Wo ist denn hier der Aufhänger? Ich sehe den gar nicht mehr, ich habe den so gut versteckt, der muss ja hier irgendwo sein. Ach, da ist er. Wie gesagt, ich bin am Überlegen, ob ich das als Türkranz mache. Wenn der an der Tür dann jetzt hängen würde, eben hier wieder zurechtfriemeln, damit man halt nichts mehr nachher von dem Bindedraht sehen kann, beziehungsweise von dem Metallring. Das könnt ihr hier wirklich so, ihr seht es ja, ne, so hin und her schuckeln. Das rutscht jetzt in meinem Fall nach unten wegen dem Gewicht hier gerade. Aber ich habe mich jetzt dazu entschieden, ist mir so spontan eingefallen, ich werde den auf einem Teller platzieren und dann kommt hier in die Mitte ein Glas hinein und dann werde ich diese Reste einfach nur noch hineinstecken. Ich habe jetzt hier einen ganz alten Dekoteller, der stammt noch von meiner Großmutter. Ich hoffe, die wird es mir verzeihen, dass ich den jetzt für sowas letzten Endes missbrauche. Aber ich glaube, der wird der Kranz letzten Endes auch super gut gefallen. Man wird den Teller jetzt auch gleich nicht mehr wirklich wahrnehmen. Hier mal eben hin und her schuckeln. So, kommt jetzt hier dieses Glas hinein. Das hat eine Höhe, ich meine, von 18 cm und der Durchmesser so an die 20 cm. Es sieht aber schon cooler aus. Dann könnt ihr hier alles in Ruhe und Geduld hier einfach nochmal justieren. Wer möchte, der kann jetzt in die Mitte des Glases
auch noch Sand schütten, kippen, wie auch immer. Und wie bereits erwähnt, werde ich jetzt hier meine Reste mal einarbeiten. Ich frage mich gerade, wo meine Schere geblieben ist. Ja, ich und meine Schere, aber man kann das hier auch einfach mal abzupfen, abreißen. Habe ich die schon weggeräumt? Ach so, da hinten ist sie. Schneiden wir das hier doch mal ordentlicher ab. So. Und dann wirklich nur so, zack, hineinstecken. Ne? Anders würde ich das jetzt nicht befestigen. Wir könnten auch mal die Kerze schon mal anmachen. Guck mal her. Den Sand, den würde ich jetzt aufgrund der Kerze in das Glas einfüllen. Wenn die dann, oder ja, wie sage ich das jetzt? Wenn das Kerzenwachs hier mal hinunterläuft, dann habt ihr den Kerzenwachs auf dem Sand und nicht direkt auf dem Glas. Das ist nämlich echt ätzend. Jetzt bin ich hier völlig raus. Kerzenwachs von so einem Glas wieder abzufrieren. Also Spaß ist was anderes. Auch hier diesen Frauenmantel einfach hier reinfriemeln, reinstecken. Könnt ihr auch noch andere Materialien einarbeiten. Einfach das, was ihr halt leiden mögt. Mit meinem Kranz bin ich nun soweit fertig. Noch mehr Material werde ich jetzt nicht einarbeiten. Ja, und im Nachhinein gesehen bin ich jetzt auch ganz froh, dass ich meinen Kranz letzten Endes als Tischkranz erstellt habe. Ja, und im Laufe der Zeit werden natürlich auch alle Materialien eintrocknen. Aber ich persönlich finde, das sieht dann auch noch richtig klasse aus. Ja, und wenn ihr dann wiederum im Laufe der Zeit euren Kranz mal abbaut, könnt ihr mal gucken, was ihr noch aufheben könnt für beispielsweise Weihnachtsdeko. Ja, und wie üblich werde ich euch alle benötigten Materialien für das Projekt auch nochmal in der Videobeschreibung eintragen. Und ansonsten werde ich mich jetzt auch mal an dieser Stelle bei euch verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, macht's gut, eure Pink Peach.